Jo Freunde, was geht ab? Willkommen auf Tim K's Nerd Crate. Neues Review heute am Start von mir. Top aktuell heute mit besten Dank an TF Robots aus den Niederlanden. Die haben mir dieses Sample von X-Transports Crack Up geschickt, damit ich da mal einen Blick drauf werfen darf. Ich habe davon letztens schon ein Fotoreview gemacht. Das seht ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Und ihr seht auch zwischendurch an der Stelle immer mal was eingeblendet. Das funktioniert einfach ganz gut für Detailaufnahmen, finde ich. Der gehört zu X-Transports Monolith Combiner, Third-Party-Variante eines G1 Manasaur. Und das ist natürlich dann deren Variante von G1 Breakdown. Die Box, wie immer im sehr schicken Stil gehalten. Wir haben hier auf der Front eine schöne Grafik, die ist, ich versuche das mal so ein bisschen einzufangen, das solltet ihr aber auch auf der Seite sehen. In so einem partiell veredelten, partiell lackierten Bild von Breakdown. So, ich sag mal, in Blitzen? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass das wieder das X-Transport-Konzept ist, wo sämtliche Figuren ein komplettes Bild ergeben. Sprich, wir sehen wahrscheinlich im Hintergrund dann Monolith. Als Schatten auf dieser Seite werden wir Monolith auf der Seite komplett geformt und die Silhouetten von den unterschiedlichen Cons in dieser Energiesilhouette haben. Finde ich ein cooles Konzept, mag ich immer gerne sowas. Auf der Seite haben wir ein Zitat von ihm, nennen wir es mal so. When you're in your lane, there's no traffic. Stimmt grundsätzlich. Warnhinweise und der Render von dem Kerl. G1 inspirierte Stärkentabelle und eine kleine Biografie. Kompletter Titel X-Transports Master X Series 86 für die Transformers. Berserker Scout Crack Up. Und das war es im Endeffekt auch von der Box. Wir können eigentlich direkt zu den Accessoires kommen. Heute kommt eine dritte Version eines Versuchs. Ich versuche ja immer noch ein bisschen meinen Weg zu finden und ich glaube, ich habe da diesmal was gefunden. Wir machen gleich für die Transformation mal eine Top-Down-Variante. Der Kerl steht hier schon. Und ich glaube, das könnte funktionieren und auch die erfolgreichste Variante sein. Wie gesagt, erstmal die Accessoires. Crack Up kommt natürlich mit einer Anleitung. Das ist wahrscheinlich die kleinste Anleitung überhaupt. Da seht ihr da drüben auch noch mal was eingeblendet. Da ist eigentlich alles soweit drinne, was man braucht. Das Ding ist bloß, was ich festgestellt habe, wenn man ein paar Detailansichten haben will, dann wird das Ganze ein bisschen zu klein. Und man gucken will so, wo muss das denn jetzt hin? Das ist nicht ganz so einfach. Also wenn ihr euch mal kurz selber ein kleines Bild von machen wollt, ne, das ist alles sehr, sehr klein. Funktioniert im Großen und Ganzen, aber wie gesagt, für Details einfach zu klein. Aber es ist eine niedliche Idee. Boxart vorne, Boxart hinten. Kommt zusätzlich mit einer Collector Card, ohne die Blitze, ganz schlicht. Und die Stärkentabelle auch nochmal hinten drauf. Zusätzlich kommt der mit seiner Waffe. Das ist dieses Swirly Blue Metallic Plastik. Griff lässt sich ganz einfach ausklappen. Kein Problem. Und passt gut in die Hand und passt auch gut in Crack Ups Vehicle Mode. Hat ein bisschen enge Toleranz, aber ich finde das so eigentlich besser. Sollte nicht zu eng sein, aber es geht ganz gut. Kommt zusätzlich mit einem alternativen Gesicht. Ich zeige euch hier das normale. Die Unterschiede seht ihr links. Das eine ist, glaube ich, G1 Toy, das andere ist, glaube ich, G1 Animation. Glaube ich, wenn mich nicht ganz täuscht. Oder es ist inspiriert und das andere ist G1 Animation. Kann auch sein. Ich habe das jetzt eingebaut. Ich baue das aber noch um. Zusätzlich kommt er mit einem Schraubendreher. Ist ein guter Schraubendreher. Kann man nicht mehr zu sagen. Und das war es eigentlich zu den Accessoires. Wir können eigentlich direkt zu Crack Ups Vehicle Mode kommen. Den seht ihr jetzt links auch in 360 eingeblendet, wie ich das letztes Mal schon gemacht habe. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Ich halte ihn trotzdem vor euch mal in die Kamera, wenn das Haar weg ist. Katzenhaare, wieder mal. Zu der Farbe
haben sich die Leute genug ausgesprochen, glaube ich. Ich verstehe nicht ganz, wo das Problem von denen ist. Wenn ich mir die Jungs in G1 angucke, dann sieht der eigentlich so aus. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich mag die Farbe irgendwie, komischerweise. Ich mag auch die Akzente an der Seite, das Blau, das sieht wirklich gut aus. Und auch die schwarzen Akzente oben an den Lufteinlässen und an der Seite. Das Rot vorne und das quasi Lamborghini-Symbol sieht auch absolut Bombe aus. Ich finde das absolut spitze. Was man schlecht einfangen kann, ich habe es versucht einzufangen in meinem Fotoreview, ist, dass der so ein, wie heißt das auf Deutsch? Perlmutt-Effekt im Glas hat. Das ist ganz interessant. Und was leider auch nicht so cool ist, die Toleranzen sind bei dem Kerl alle sehr eng. Also ich habe den zwar zurücktransformiert gekriegt, aber nach der ersten Verwandlung, da war das mit dem Räderdrehen nicht mehr so drinne. Das war nicht so cool. Aber dafür ist das ein Review. Dafür sage ich euch, was daran gut und was daran schlecht ist. Das kommt aber alles hinterher. Ich habe mir das alles nochmal gemerkt. Wenn wir uns gleich das nächste Mal wiedersehen, gibt es einen kleinen Cut und dann schauen wir uns mal die Transformation von dem Kerl. Bis gleich. So, Cut ist um. Willkommen zurück. Ihr seht auch schon, was wir hier haben. Die ganzen Sachen so ein bisschen aufgebahrt als genereller Look und die kleine Hilfe zum Transformieren. Gleich ein negativer Punkt von mir. Was ist denn das? Das ist eins von den kleinen Plättchen, was aus dem Alternate Mode rausgegangen ist. Das ist in den Scheinwerfern drin. Seid dabei sehr vorsichtig. Die fallen einfach raus. Davon habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Das ist recht uncool. Und seid bitte sehr vorsichtig dabei. Ansonsten macht die Transformation eigentlich sehr viel Spaß. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Mit dem Spudger klappt das eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wo ihr sowas herkriegt. Ich habe es aus dem Realm of Collectors. Von daher müsst ihr euch mal umschauen. Ich habe da eigentlich einen ganz guten Weg für mich gefunden. Ihr fangt an mit diesen Paneelen, die hochzuklappen. Ungefähr so in dem Winkel. Auf beiden Seiten. Dann dreht ihr den zur Seite. Macht diese Paneelen hier raus. Auf der Seite ist das immer etwas schwergängig. Klappt aber trotzdem. Den Vogel klappt ihr einfach nach oben. Und dann fangt ihr auch schon an, den quasi auseinander zu brechen, indem ihr das auseinanderzieht. Das ist ein bisschen schwergängig. So. Und das nach oben klappt. Dann könnt ihr die Beine nach unten klappen. Das erstmal auseinander und aus dem Weg. Dann müsst ihr etwas haben, was ungefähr so aussieht. Dann fangt ihr am besten an, dass ihr die blauen Paneele nach unten klappt. Dann habt ihr ungefähr das Ganze so. Dann könnt ihr schon mal die Oberschenkel rumdrehen. Vom Thigh Swivel. Schiebt die nach innen rein und klappt die runter. Die Reihenfolge ist eigentlich relativ egal hiermit. Ihr könnt euch eigentlich im Endeffekt Zeit lassen. Nicht vergessen, ihr habt hier Cover. Die könnt ihr ausklappen. Das solltet ihr allerdings vorher machen. So. Und dann könnt ihr das Ganze wieder so machen. Und das so rum. Dann solltet ihr was haben, was ungefähr so aussieht. Dann... Ich hoffe, der lässt mich heute nicht im Stich. Letztens habe ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt mit dem Kerl. Dann könnt ihr den nehmen. Ja, da geht schon wieder los. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Wir machen erstmal hiermit weiter. Den Fuß nach außen. Das Fenster rein. Den einklappen und ihr könnt den hier runterschieben. Das ist ziemlich wichtig. Und das letzte Mal, dass ich was hatte mit dem hier, war, dass der nicht ganz raus war. So, wo ist denn das Problem mit dem? So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den. Ihr müsst sehen, dass ihr, bevor ihr das macht,
zuerst das rüberschiebt und dann muss diese Einkerbung hier drin landen. Dann könnt ihr den runterklappen und an der Seite einklappen. Und dann habt ihr ein Bein, nachdem ihr den Fuß nach vorne und den Heel Spur nach hinten geklappt habt, das so aussieht. Ja? Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Schieben zuerst das Bein rüber, dann den runter, dann das Seitencover raus, das andere Seitencover rüber, klappen den runter, haken den ein, klappen den rum und dann wieder den Fuß nach außen, das Fenster rein, die Tür rein und nach oben schieben, den Fuß rüber, Heel Spur raus, dann könnt ihr den Fuß noch ein bisschen ausrichten. Das ist schon das nächste Ding. Die Toleranzen sind alle nicht so ganz cool. Das ist ein bisschen wackelig. Jedenfalls müsste euer unterer Bot dann in etwa so aussehen. Wohlgemerkt in etwa. Dann machen wir mit dem Oberkörper weiter. Wir müssen erstmal den Oberkörper 180 drehen. Dann können wir das schon mal nach hinten klappen. Das muss sowieso. Bevor ihr das vergesst, könnt ihr den Flügel auch nach hinten klappen. Dann kommt dieses Cover nach unten. Das löst die Front ab. Die könnt ihr auseinanderziehen und komplett nach hinten klappen. Dann kann der Kopf und die Arme runter, nach oben. Dann wird der ganze Körper auf dem Slider, das funktioniert wirklich gut, hochgeschoben. Dann dreht ihr das 180 und ihr müsst sehen, dass ihr diese Haken hier nach oben klappt und ausrichtet mit der kleinen Kerbe hier oben und den einfach oben einhakt. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Ausrichten, sehen, dass die Kerbe gerade ist, hochklappen, einhaken, rumdrehen. Dann faltet ihr die Arme zusammen, schiebt den Ellbogen raus und die Hand rum. Dann habt ihr das. Dasselbe auf der anderen Seite. Dann habt ihr das. Dann müsste Breakdown in etwa so weit sein. Dann habt ihr hier drinnen im Rücken diese zwei Paneele. Die könnt ihr ganz einfach, wenn ihr vernünftige Fingernägel habt, rausnehmen und rausklappen. Die kleinen Pinökel bringt ihr rein. Die Motorhaubenstücke hoch. Dann habt ihr hier diesen runden Einsatz und hier im Nacken, hier unter, habt ihr einen kleinen Pin. Den drückt ihr hier unter und lasst den einfach einrasten. Das kommt sehr gefährlich rüber, klappt aber sehr gut und ist eine sehr sichere Verbindung. Dann habt ihr das Ganze so, dann könnt ihr das Ganze hochklappen, einklappen und das ungefähr runter. Und dann sieht der Rücken fertig so aus. Ich glaube, ich habe tatsächlich an alles gedacht. Das wäre das auch eigentlich schon. Und dann rollen wir den ein bisschen auf und dann gucken wir uns den an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und das war's im Endeffekt mit der Transformation. Der fertige Kerl sieht dann so aus. Habt ihr auch für euch rechts eingeblendet in der 360-Ansicht. Der Bot-Mode funktioniert sehr gut für den Kerl. Ich finde, den hat X-Transport wirklich gut hingekriegt. Wir haben schönes Gewicht in den Füßen. Die sind Die-Cast. Aber wie schon gesagt, die Toleranzen sind nicht die besten. Das ist leider der nächste Negativpunkt. So sieht das aus, wenn alles hält. Aber wenn man ein bisschen mehr macht, dann geht die Tür ab. Und dann haben wir das hier. Unschön. Und der Fuß ist leider auch etwas wackelig.
Was auch ist, wenn ihr den Arm hier ein paar Mal nutzt, seht ihr das? Da ist dieser Haken direkt abgegangen. Der Haken ist Die-Cast, darum, dass der bricht, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber der geht jedes Mal raus. Also wenn ihr ein paar Mal mit der Schulter irgendwie am Rumtüdeln seid, habt ihr jetzt eben gesehen, ne? Ich kann das ja mal eben aus Spaß zählen. 1, 2, 3. 3 Mal. Dann springt das Ding raus. Und das ist wirklich jedes Mal, ausnahmslos. Ist halt so, dafür ist das Ratchet in den Schultern gut. Das ist auch schon wieder raus. Nicht so cool. Aber die fasse ich hinterher nochmal für euch zusammen. Gucken wir uns mal die Artikulation an. Der Kopf hat einen 360er Swivel am Hals und auch einen Hinge. Schafft gut runter, nach oben leider nicht. Der geht immer automatisch wieder runter, ich weiß nicht warum. Der sperrt wohl ein bisschen. Die Schultern kommen gut nach außen, hat einen guten Range. Wenn man das Ganze so ein bisschen faken will und diesen Haken rausnimmt, geht er auch noch höher. Wie ihr schon seht, das ist wirklich jedes Mal. Kommt einigermaßen 360 rum, wenn man sich so ein bisschen drumherum mogelt. Der Ellbogen gibt einen schönen vollen Range, klappt sehr gut. Die Hände sind normaler Masterpiece-Style, wo die Hände so ein bisschen klavierspielermäßig zusammengefiddelt. Hat die kleine Kerbe drin, so dass die Waffe auch passt. Einfach reinschieben, reinsetzen. Sitzt, funktioniert gut. Raus ist das ein bisschen anders, müsst ihr am besten rausdrehen, das klappt am besten. Selbe natürlich für die andere Seite. Waist Rotation 360, wenn ihr den Ab Crunch nutzt, ohne, ist der durch das Backpack ein bisschen behindert. Ihr habt schon gehört, Ab Crunch, das ist ja momentan Trend. Klappt gut, lässt sich gut verarbeiten. Ihr seht schon, das ist wieder runtergekommen, das ist auch jedes Mal. Die Waist Pieces, die Waist Skirts, die haben sie gut gemacht, die sind getrennt. Finde ich schön. Kommt ganz nach außen das Bein. Fast ganz nach hinten. Knie hat etwas über 90 Grad Beweglichkeit. Und der Fuß hat einen Rocker. Und auch quasi Toe Tilt. Ja, das Teil hier schon, aber das ist mehr durch die Transformation und lässt sich in Beweglichkeit eher weniger einbauen. Ist ein bisschen uncool. Aber alles in allem ist es eine schöne Figur. Alles in allem ist es eine wirklich schöne Figur. Das ist grundsätzlich die Beweglichkeit und die Figur an sich. Die X9 hat auch eine Figur raus. Ich weiß den Namen nicht davon. Blende ich euch aber ein, damit ihr den seht. Ist größer, ist komplett weiß. Ich glaube, die gehen komplett mehr so den Weg. Okay, wir machen den nicht zweifarbig, wir machen den einfach weiß, so wie der sein soll und fertig. Ist auch okay. Different Folks, different strokes. Von dem hier kann ich jedenfalls sagen, nicht Bravo X-Transports, aber das ist eine gute Figur. Die haben einen schönen Breakdown gemacht. Ich habe ja sowieso meinen Transform Mission Breakdown. Habe ich auch ein Review gemacht im Vergleich. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr Bock habt, habe ich unten verlinkt. Der funktioniert alles in allem besser. Es ist irgendwie echt nervig, ne? Es ist jedes Mal klappt das Ding raus. Das sind so kleine Dinger, die nerven wirklich leider, muss ich sagen. Ich habe mir gerade überlegt, ich werde euch den Wechsel des Gesichtes nicht zeigen. Ich habe das zwar erst gesagt, aber da ist eine sehr, sehr kleine Schraube drin. Ich hoffe, die seht ihr. Die ist wahnsinnig klein und die habe ich fast verloren. Ich werde die wieder austauschen natürlich, wenn das Ding zu TF Robots zurückgeht. Aber tut mir und vor allem euch selber einen Gefallen und seid sehr vorsichtig damit. Das ist die kleinste Schraube, mit der ich jemals zu tun habe, mit der ich glaube ich jemals zu tun hatte. In dem Sinne bin ich jedenfalls gespannt, wie es weitergeht von X-Transports, wie die restlichen aussehen. Wir haben schon für Wild Rider die ersten Bilder gesehen. Der sieht gut aus, der sieht wirklich gut aus. Bin ich schwer gespannt. Vielleicht kriege ich den ja auch, würde mich freuen. Aber der hier ist ein schöner kleiner Bot, hat allerdings seine Schwächen. Wir können ja nochmal aufzählen. Lose Paneele, lose Gelenke. Die Anleitung ist teilweise ein bisschen zu klein. Und was ich schon ganz zu Anfang sagte, wenn ihr den zurücktransformiert ins Auto, haut das mit den Toleranzen nicht so hundertprozentig hin. Das ist ein bisschen schade.
wenn man den zurücktransformiert, dann passt es grundsätzlich alles einigermaßen. Aber die Betonung ist auf einigermaßen. Denn auch wenn ihr den zurücktransformiert kriegt, die Räder liegen nicht mehr richtig auf, die rollen nicht mehr vernünftig. Das ist ein bisschen schade. Also ansonsten, wie gesagt, also ich glaube, Masterpiece G1-weise könnte das durchaus der beste Breakdown werden. Und ich bin gespannt, wie gesagt, was die restlichen Figuren sagen, vor allem Motormaster. Ich bin totaler Fan von Trucks, von daher schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber von dem hier war es das jetzt auf jeden Fall erstmal. Schreibt mir mal in die Comments, ob euch das gefallen hat, wie ich das gemacht habe mit der Transformation, Top-Down. Auch eine Mail, wenn ihr wollt, Kontakt aufnehmen wollt, figure.photography.crate@web.de für den Foto-Review auf Instagram als auch auf Facebook und für generell Toy News und Toy Posts auf Instagram und Facebook @figure_photography_crate. So, nicht mal den eigenen Namen aussprechen können. Traurig. Aber sonst war es das jetzt bis auf weiteres erstmal. Als nächstes kommt Hulkbuster. Freut euch schon mal drauf. Und eine kleine Warnung. Das seht ihr demnächst nicht mehr. Das wird übermorgen auseinandergerissen. Und den seht ihr Hulkbuster und Hulk und da hinten alles schön beleuchtet. Wenn alles nach Plan läuft. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es soweit ist, schönes Wochenende. Bis die Tage, haut rein. Und tschüss.